Freunde, eine der herausragenden Technologien im Zweiten Weltkrieg waren die von den Deutschen produzierten 88 mm Kanonen. Diese 88 mm Geschütze waren für ihre hohe Präzision und zerstörerische Kraft bekannt. Diese 88 mm Kanonen wurden während des Krieges in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ursprünglich als Flugabwehrkanonen konzipiert, wurden sie aufgrund ihrer Wirkung auf Panzer auch als Panzerabwehrwaffen eingesetzt. Am wichtigsten war jedoch die Verwendung von 88 mm Geschützen in Tigerpanzern, wie sie in vielen Panzervideos zu sehen sind. Die 88 mm Kanone war so effektiv, dass der legendäre deutsche Kommandant Erwin Rommel an der Nordafrika-Front eine ausgezeichnete Taktik entwickelte, die auf diesen Geschützen basierte. Lassen Sie uns nun detailliert auf die Entwicklung der 88 mm Kanonen und ihre Verwendung im Krieg eingehen. Die Ursprünge der deutschen 88 mm Kanone reichen bis ins Jahr 1916 zurück. Im Ersten Weltkrieg waren auf deutschen Schiffen sehr starke Kanonen mit einem Kaliber von 88 mm installiert. Die Deutschen versuchten, diese leistungsstarken Schiffsgeschütze in den Stellungskrieg der Landstreitkräfte zu integrieren. Dafür traten deutsche Waffenhersteller wie Krupp und Rheinmetall in Aktion. Während diese beiden Hersteller an Rohren und Munition arbeiteten, endete der Erste Weltkrieg und Deutschland wurde durch den Versailler-Vertrag daran gehindert, großkalibrige Waffen herzustellen. Aber Krupp fand einen Weg, dieses Hindernis zu umgehen. Krupp schloss einen Vertrag mit einem schwedischen Unternehmen, um die Produktion in Schweden durchzuführen. Freunde, die Abkürzung Flak steht für Flugabwehrkanone, also eine Flugzeugabwehrwaffe. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie im Video verschiedene Modellnamen hören werden. Alle Modelle verwenden jedoch 88 mm Geschosse. Diese Modelle sind nach ihren Entwurfsdaten benannt, nicht nach dem Produktionsdatum. Im Jahr 1928 wurden zunächst Prototypen entwickelt und 88 mm Flak 18 Geschütze gebaut. Besonders wenn es stationär montiert war, hatte es eine sehr gute Treffgenauigkeit. Aber als die Kampftaktiken eine Bewegung erforderlich machten, musste es mobiler werden. Das wichtigste Merkmal des Designs war, dass nach dem Abfeuern die leere Hülse ausgeworfen und es bereit für einen neuen Schuss war. Dadurch konnte es sehr schnell feuern. Zu dieser Zeit konnte es sich in alle Richtungen um 360 Grad drehen und somit in alle Richtungen schießen. Ein geschultes Geschützteam konnte etwa 20 Schüsse pro Minute abfeuern. Die Flak 18 hatte eine geschätzte Lebensdauer von 900 Schuss mit einem einzigen Lauf. Aufgrund der kurzen Lebensdauer des Laufs musste er auf dem Schlachtfeld ausgetauscht werden, was viel Zeit in Anspruch nahm. Im Jahr 1933, als Hitler an die Macht kam, begann die weit verbreitete Produktion von 88 mm Geschützen und der erste Einsatz war im Spanischen Bürgerkrieg. Obwohl nur eine kleine Anzahl nach Spanien geschickt wurde, erwies es sich als effektive Flugzeugabwehrwaffe. Aber im Spanischen Bürgerkrieg wurde deutlich, dass es nicht nur als Flugabwehr eingesetzt wurde. Flak-Einheiten wagten aufgrund ihrer Stärke und Feuerrate Experimente an Land und erzielten Erfolge. Es war besonders effektiv, um Betonbefestigungen zu zerstören. Durch einen zufälligen Schuss auf einen Panzer stellten die Soldaten fest, dass der Panzer in Stücke zerfiel. Das bedeutete, dass diese Technologie auch als Panzerabwehr eingesetzt werden konnte. Im Allgemeinen wurden 88 mm Flugabwehrkanonen in Batterien von 4 Stück verwendet. Sie konnten kontrolliert von einem zentralen System aus abgefeuert werden. Wenn ein solches System nicht vorhanden war, gab der Batteriekommandant Einzelbefehle zum Feuern. Das größte Problem im Krieg war jedoch der Austausch des abgenutzten Laufs. Als die Deutschen dies erkannten, entwickelten sie die Flak 36 mit zweiteiligem Lauf. Dadurch konnte der abgenutzte Lauf einfach ausgetauscht werden. Darüber hinaus war die Flak 36 mit einem Anhänger transportierbar und dadurch mobiler. Auf diese Weise konnte sie entweder stationär aufgestellt oder vom Anhänger aus abgefeuert werden. Allerdings waren die Schüsse vom Anhänger aus nicht so präzise wie von einer festen Position aus. Kurz nach der Produktion der Flak 36 wurde das Modell Flak 37 entwickelt.
Wenn man sich das Modell Flak 37 ansieht, stellt man fest, dass es eigentlich nicht viel von der Flak 36 unterscheidet. Die wichtigste Weiterentwicklung wurde im zentralen Feuersystem vorgenommen. Außerdem wurde der Transportanhänger leichter gemacht. Nun werfen wir einen Blick auf die Funktionsweise der 88 mm Flugabwehrkanone. Eine von einem 88 mm Flugabwehrgeschütz abgefeuerte Granate konnte eine Höhe von etwa 10.000 Metern erreichen und war in Form von 1500 Schrapnellen auf eine Fläche von 190 Metern wirksam. Freunde, das 88 mm Flak wurde nicht direkt auf das Flugzeug als Ziel gerichtet. Stattdessen wurden die Granaten in Richtung der Flugrichtung abgefeuert und beim Explodieren verursachten die Schrapnellen insbesondere Schäden an den Rümpfen und Flügeln von Bomberflugzeugen, wodurch die Flugzeuge zum Absturz gebracht wurden. Natürlich war es besser, das Flugzeug direkt zu treffen, wenn dies möglich war. Die 88 mm Geschütze wurden hauptsächlich gegen die Strategie der in großer Höhe fliegenden Bomber eingesetzt. Gegen Jagdflugzeuge wurden hingegen eher 20 mm oder 37 mm Flugabwehrgeschütze eingesetzt, die in niedrigerer Höhe wirksam waren. Es gab zwei Arten von Zündern für Flugabwehrmunition: barometrische und zeitzündende Zünder. Bei barometrischen Zündern wurde die Munition auf die Flughöhe des Flugzeugs eingestellt, und wenn der eingestellte Druck erreicht wurde, explodierte die Munition. Aber hier gab es ein Problem. Wenn sich die Wetterbedingungen plötzlich änderten, konnten die Geschosse entweder zu früh oder zu spät explodieren. Die zeitzündenden Zünder hingegen wurden durch die Verfolgung der Nachschusssalven ermöglicht, wodurch die Zeit bestimmt wurde, die die Munition benötigte, um das Flugzeug zu erreichen. Dabei stellt sich die Frage, wie in beiden Verfahren Korrekturen vorgenommen wurden. Bei nächtlichen Schüssen war es einfach, da die Munition beim Explodieren ohne weiteres sichtbar war. Bei Tageslicht hinterließ die Munition jedoch eine schwarze Rauchspur beim Explodieren, wodurch Korrekturen leicht vorgenommen werden konnten. Nun, wie wurden die 88 mm Geschütze als Panzerabwehrwaffen eingesetzt? Während des deutschen Angriffs auf Polen, der den Krieg in Europa einleitete, war die vorhandene Panzerwaffe der deutschen Armee das 37 mm PAK 36 Geschütz. Freunde, PAK steht für Panzerabwehrkanone, also die Abkürzung für Panzerabwehrwaffen. Diese Waffe war während des Angriffs auf Polen ausreichend, aber während des Angriffs auf Frankreich würden die Infanteristen auf Panzer wie den Matilda II treffen, die über eine viel dickere Panzerung verfügten. Die PAK 36 wäre gegen diese Panzer wirkungslos gewesen. Aus diesem Grund bemühten sich die Deutschen intensiv darum, dass die 88 mm Geschütze vor dem Angriff auf Frankreich in großem Umfang einsatzbereit sein würden. Bei Tests wurde festgestellt, dass das 88 mm Flak 37 Geschütz eine Panzerung von 150 mm Dicke problemlos aus einer Entfernung von 2 Kilometern durchschlagen konnte. Es wurde auch nachgewiesen, dass sie in den Bunkern in Frankreich wirksam waren. Aber der Ort, an dem die 88 mm Geschütze am effektivsten sein würden, war die nordafrikanische Front. Denn diese Geschütze hatten eine lange Reichweite und waren für das flache Gelände in Afrika sehr geeignet. Die auf Anhängern montierten Flak 36 und Flak 37 Modelle wurden ebenfalls 1941 an der afrikanischen Front eingesetzt. Wenn die Anhänger am Einsatzort ankamen, konnte eine geschulte Mannschaft das Geschütz innerhalb von 2,5 Minuten einsatzbereit machen. Wenn wir uns Rommels Taktik mit den 88 mm Geschützen kurz anschauen, platzierte Rommel die Geschütze in regelmäßigen Abständen auf dem Schlachtfeld. Die herausragenden deutschen Panzer belästigten die feindlichen Panzer und flohen in Bereiche, in denen die 88 mm Geschütze positioniert waren. Sobald die feindlichen Panzer in Reichweite der Geschütze kamen, hatten sie kaum eine Chance mehr. Die Alliierten begannen, sich vor den 88 mm Geschützen zu fürchten, nachdem sie deren Wirkung gesehen hatten. Natürlich, je vielfältiger der Einsatzbereich der 88 mm Geschütze wurde, desto vielfältiger wurde auch die Art der abgefeuerten Geschosse. Im Jahr 1944 gab es in der deutschen Ausrüstung 19 verschiedene Geschosstypen, die in den 88er Geschützen verwendet wurden.
Davon waren 8 Sprenggeschosse, 7 Panzerdurchschlagsgeschosse und die verbleibenden 4 Geschosse waren neu entwickelte kinetische Energiegeschosse. Einer der wichtigsten Gründe für diese Vielfalt war die Konzeption eines Tanks basierend auf dem 88 mm Geschütz. Dieser Tank, wie die meisten von euch wissen, war der Panzer VI, allgemein bekannt als Tigerpanzer. Bevor der Krieg in Europa überhaupt begann, war Hitler sehr von der Kraft des 88 mm Geschützes beeindruckt und forderte die Entwicklung eines Tanks, der damit ausgerüstet werden sollte. Freunde, eines der größten Probleme bei der Tankkonstruktion war die Reaktion des Fahrgestells nach dem Abfeuern des Geschützes. Das bedeutet, dass der Panzerkörper die Rückstoßkraft aufnehmen muss, die durch den Schuss entsteht. Je stärker die Waffe ist, desto größer wird auch der Rückstoß sein. Dafür wurde das 88 mm Geschütz unter dem Langnamen Kampfwagenkanone, kurz KWK, entworfen. Die 88 mm KWKs in den Tigerpanzern waren im Gegensatz zu anderen Geschützen elektrisch gezündet, und die gleichen Geschosse wie beim Flak wurden auch in den KWKs verwendet. Der Ruhm der Tigerpanzer auf dem Schlachtfeld kam von ihrer dicken Panzerung und ihrem 88 mm Geschütz. Freunde, es kommt häufig vor, dass die Flak, PAK und KWK-Geschütze verwechselt werden. Deshalb möchte ich Ihnen die Unterschiede dieser 3 Geschütze erklären. Die Flak-Geschütze waren wirksam gegen Panzer, verzögerten jedoch die schnelle Verlagerung der Infanterieeinheiten. Aus diesem Grund wurde das PAK-Modell entwickelt, das als Antipanzer- und Haubitzengeschütz eingesetzt werden sollte. Diese Waffen wurden Ende 1943 auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Das PAK-Geschütz konnte bei Beschuss alle feindlichen Panzer effektiv bekämpfen. Darüber hinaus wurde im Tiger II, auch bekannt als King Tiger, die PAK-Version durch das KWK-Geschütz ersetzt. Nachdem die Erfolge der deutschen 88 mm Geschütze gesehen wurden, entwickelten auch die amerikanische und britische Armee ähnliche Designs. Die Briten übernahmen das 99 mm Geschütz, während die Amerikaner das 90 mm Geschütz, insbesondere in Form von Anhängersystemen, verwendeten. Obwohl diese beiden Länder behaupteten, dass ihre eigenen Geschütze den deutschen 88ern überlegen seien, waren diese Geschütze größer und schwerer. Außerdem waren diese Waffen nur als Flugabwehrgeschütze effektiv. Die deutschen 88er Geschütze hingegen wurden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Obwohl wir in unseren Videos manchmal die Arbeit der Deutschen an einigen unnötigen Technologien kritisieren, war diese Technologie eine der richtigen Technologien, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Vielen Dank, dass Sie unser Video bis zum Ende geschaut haben. Auf Wiedersehen.